Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem TGP Motor Racing Kanal. Heute mal wieder mit einem Unboxing und zwar mit einem Helm, den ihr euch gewünscht habt. Es ist nicht irgendein Helm, sondern wir haben heute den Alpinestars Supertech R10 hier bei uns. Ja, wir schauen auf jeden Fall gleich mal rein. Ich würde sagen, wir sehen uns nach dem Intro. Ihr kriegt ein komplettes Unboxing, was hier alles in der Box drin ist. Ihr kriegt noch den Preis gesagt, die Zulassung, die dieser Helm hat und am Schluss natürlich auch noch die Anprobe und ein paar Cinematic Clips. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich nach dem Intro. Dann fangen wir erstmal an mit dem Unboxing, würde ich sagen. Wir machen hier die Kiste mal auf, beziehungsweise wir können euch erst mal ganz kurz die Kiste hier zeigen. Hier auf der einen Seite Alpinestars FIM Homologated. Hier könnt ihr nochmal die andere Seite sehen. Ja, sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Hier oben ist auch schon der Helm in so einer Skizze abgebildet. Öffnen wir mal den Deckel. So, also so kommt das Ganze bei euch zu Hause an. Ich schau mal, dass ich es euch ganz gut drauf kriege. Ich bin leider alleine, habe keinen Kameramann hier mit dabei. So, ziehen wir hier mal das runter. Da sehen wir schon der Helm. Jetzt schauen wir erstmal, was hier drin ist. So eine kleine, ich sag mal so eine Mappe. Da haben wir ein paar Tear-Offs mit dabei. Also so Abreißvisiere. Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Die legen wir mal hier auf die Seite. Dann haben wir noch das Pinlock-Visier dabei. Auch nicht schlecht. Und das war's, glaube ich schon. Genau. Das war alles hier in dieser Mappe drin. Ich würde sagen, ich tue das gleich mal wieder hier rein. Dann tun wir hier mal den Deckel runter machen. Da sehen wir schon den Helm. Oh. Sehr, sehr cool. Ist auf jeden Fall noch verpackt. Den nehmen wir jetzt erstmal raus. Dann haben wir hier noch das dunkle Visier mit dabei. Das kommt auch mit so einem Säckchen. Eigentlich ziemlich cool. Da können wir auf jeden Fall auch gleich noch mal reinschauen. Und dann haben wir hier noch, ich glaube, das ist für den unteren Kinnbereich. Genau, später können wir das auch noch mal genauer anschauen. Hier haben wir noch, glaube ich, so eine Betriebsanleitung drin. Beziehungsweise einfach die, nötigen Papiere, die hier noch mit dabei sind von Alpinestars. Das war's dann auch schon, was hier in der Schachtel drin ist. Jetzt schauen wir uns erstmal ganz kurz das dunkle Visier an. Es ist echt cool, dass es hier in so einem Säckchen mitgeliefert wird. Das habe ich tatsächlich bei noch keinem anderen Hersteller so gesehen. Also das ist auf jeden Fall dann das dunkle Visier, das noch mitgeliefert wird. Ist auch im Lieferumfang dabei, also das muss man natürlich auch sagen. Sehr, sehr cool, dass Alpinestars das macht. Das ist auch nicht bei jedem Hersteller der Fall, dass hier ein zweites Visier mit dabei ist, beziehungsweise eben ein getöntes Visier. Also die ganzen Zubehörsachen lege ich mal hier oben drauf, damit ihr die noch so ein bisschen im Blick habt. Und dann kommen wir natürlich zum Herzstück vom Video, der Helm an sich. Der ist eigentlich auch in einer ganz coolen Tasche und wie ihr sehen könnt, die Tasche ist auch noch so ein bisschen hier ausgeschnitten für den Spoiler. Das ist tatsächlich auch etwas, was ich so noch nicht gesehen habe und irgendwie diese Tasche wirkt auf jeden Fall so ein bisschen gepolstert, beziehungsweise dieses Säckchen. Das habe ich tatsächlich bei den anderen Herstellern auch noch nicht so in dieser Verarbeitung gesehen. Können wir auch mal hier ein bisschen, ja, das wirkt einfach ein bisschen fester, würde ich sagen. Ihr könnt auch hier nochmal das Material von innen sehen. Also da wirkt irgendwie der Helm, weiß ich nicht, ein bisschen sicherer als bei den anderen. Das ist jetzt so der erste Eindruck, den ich habe. Natürlich noch besser wäre, wenn so eine Tasche mitgeliefert wird. Das haben ja auch einige Hersteller. Dann haben wir jetzt hier nur noch diesen leichten Stoffsack, würde ich jetzt mal sagen, der hier vor dem Helm ist. Einen Moment, ich drehe den Helm mal. Ich ziehe jetzt hier das Stoffsäckchen weg und dann würde ich sagen, genießt erstmal den schönen Helm. Boah. Also ich hatte wahrscheinlich sogar komplett vergessen zu erwähnen, welche Variante wir heute hier haben. Aber ihr habt es wahrscheinlich im YouTube-Titel schon gesehen. Es ist die Carbon-Variante. Carbon-Glanz. Boah. Leute, dieser Helm. Schaut den euch hier nochmal von oben an. Boah, richtig, richtig cool. Boah, der sieht richtig stark aus. Dann gehen wir mal auf die ganzen Features ein hier von dem Helm. Also erstmal kommen wir zum Gewicht. Der Helm hier in Größe M wiegt 1540 Gramm. Das ist natürlich immer unterschiedlich, welche Helmschalengröße ihr habt. Genau, hier Größe M, wie gesagt 1540 Gramm. Das Material ist, das muss ich jetzt ganz kurz ablesen, eine 3K High Density Carbon Matrix kombiniert mit Aramidfasern und Fiberglas. Also das schreibt Alpinestars hier selbst. Wäre natürlich mal interessant bei Alpinestars zu sehen, wie dieser Helm hier gemacht wird, beziehungsweise wie die Komponenten sich dann wirklich zusammensetzen. Zum Material kann ich euch leider nicht mehr sagen, außer
das, was eben Alpine Stars da schreibt. Also wie gesagt, diese 3K Density, High Density Carbon Matrix kombiniert mit Aramidfasern und Fiberglas. Machen wir weiter mit der Zulassung hier vom Helm. Der Helm hat natürlich eine EC 2206 Zulassung, aber auch eine FIM-Zulassung. Wer unsere Videos sieht, weiß schon Bescheid. FIM-Zulassung ist im Prinzip die Zulassung für die Racer, das heißt für alle Serien, Superbike, MotoGP, genau, die ganzen FIM-zugelassenen Serien eben, da braucht ihr auch einen FIM-zugelassenen Helm, beziehungsweise es gibt jetzt auch schon Strecken, die anfangen und sagen, ein FIM-zugelassener Helm wäre Pflicht. Genau, nichtsdestotrotz, er hat natürlich auch die EC 2206, damit ihr ihn ganz normal auf der Straße bewegen könnt. Preislich liegt der Helm hier bei 999 €. Das ist der Listenpreis von Alpine Stars und der wird auch im Internet eigentlich so gehalten. Also da findet man eigentlich fast gar nichts unter 999 €. Ich packe euch auf jeden Fall mal den Link zu unserem Shop unten in die Beschreibung rein. Genau, da findet ihr den Helm aktuell für 999 €. Zu dem Zeitpunkt, wo das Video rauskommt, das kann sich natürlich immer ändern. Wenn ihr das Video zu einem bisschen späteren Zeitpunkt seht, dann kann es natürlich geändert haben. Deswegen einfach auf den Link klicken unten in der Beschreibung, dann seid ihr auf dem richtigen Stand. Dann zeige ich euch den Helm mal noch ein bisschen näher. Ich habe euch jetzt ein bisschen hier auch näher rangeholt. Ich habe leider keinen Kameramann dabei, deswegen hoffe ich, es geht so. Wir fangen auf jeden Fall mal ganz vorne an, hier mit der Visiermechanik. Dafür müsst ihr den Hebel hier nach oben drücken. Ich hoffe, ihr könnt es ganz gut erkennen. So, ich versuche es mal jetzt blind zu machen, genau. Und dann könnt ihr das Visier aufmachen. Es ist auf jeden Fall stufenrastbar. Ich kann es leider nicht zählen, wie viele Stufen es sind, weil ich sag mal, jetzt hier ist ganz offen und dann es ist echt schwer zu zählen, weil die Mechanik so ein bisschen stottert. Genau, deswegen, aber ich würde bestimmt mal sagen, es sind so ungefähr 6 Stufen, wo ihr den einstellen könnt. Und dann drückt ihr ihn einfach hier wieder komplett nach unten und er rastet hier unten wieder ein. Das ist auch bei FIM-homologierten Helmen Pflicht, dass er hier eben komplett verschlossen ist und nicht einfach so aufreißen kann. Das heißt, ihr müsst auf jeden Fall diesen Hebel hier reindrücken, damit das Visier aufgeht. Dann zur Belüftung haben wir hier vorne am Kinn die zwei, die wir hier runterdrücken können. Einmal auf der linken Seite und hier einmal auf der rechten Seite. Falls ihr noch ein bisschen mehr Luft am Kinn haben wollt, könnt ihr hier den Gummi im Prinzip einfach abnehmen und ihr kriegt hier dann nochmal mehr Luft rein. Ihr könnt das Ganze aber auch wieder verschließen, indem ihr den Gummi einfach wieder hier reindrückt. Dann auch hier seitlich diese Kiemen, die sind tatsächlich nicht für die Optik da, beziehungsweise auch ein bisschen für die Optik, aber die haben auch wirklich einen Nutzen. Also da kommt auch wirklich Luft raus, beziehungsweise man kann hier sehen, dass es hier offen ist. Das seht ihr jetzt wahrscheinlich in der Kamera schlecht, genau, aber ich kann es euch auf jeden Fall sagen, dass man hier jetzt, gerade wenn ich hier so in das Licht hier schaue, dass ich hier nochmal durchsehen kann. Also das ist nicht nur einfach so hingemacht, sondern hat auch wirklich einen kleinen Nutzen. Dann kommen wir zu dem oberen Teil. Hier können wir das im Prinzip nach oben schieben, genau, und dann kommt hier auch Luft rein. Das war es dann eigentlich schon auch mit der oberen Belüftung. Hier seht ihr nochmal seitlich auch diesen Spoiler, der auch so einen kleinen Nutzen zur Aerodynamik noch hat. Hier, oder ich würde schon fast sagen, das ist eigentlich so eine Art Winglet schon. Hier an der Seite und eben auch auf der anderen Seite. Und dann hier hinten nochmal den Spoiler. Ja, der natürlich auch sehr, sehr cool aussieht. Also allgemein, der Helm ist natürlich auch Windkanal getestet. Ja, ihr seht schon, aerodynamisch vom Feinsten. Fahren ja auch einige Fahrer mittlerweile in der MotoGP. Ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr erstmal hier zum Helm sagt, wie ihr die Optik und sowas findet. Richtig, richtig cool. Jetzt persönlich kommen wir zu einem Highlight, was ich wirklich sehr, sehr cool finde hier bei dem Helm. Dafür machen wir doch mal das Visier auf. Hier die Klappe mache ich mal ganz kurz zu. Und schaut euch mal das Innenleben vom Helm an. Das ist wie so ein, ja, Alcantara schon, würde ich sagen. Es ist vielleicht sogar Alcantara, ich weiß es nicht. Es wirkt auf jeden Fall so, als wäre es komplett Samt. Ich komme mal hier ganz kurz nach vorne. Der ganze Helm ist in dieser Samtoptik. Beziehungsweise hat hier eben dieses, ja, das ist alles extrem flauschig und auch hier unten die Verarbeitung, das sieht richtig, richtig edel aus. Also das muss man sagen. Ich schiebe euch das immer hier rein, dann seht ihr es vielleicht noch mal ein bisschen besser, ja. Da freue ich mich jetzt auch gleich schon auf die Anprobe, dann kann ich euch das noch mal sagen, wie das ist. Aber ich denke mal, das wird richtig, richtig cool sein hier, also wird sich richtig toll anfühlen auf dem Kopf. Ihr könnt auch hier noch mal ganz hinten die Belüftung sehen. Die sieht auf jeden Fall sehr, sehr groß aus. Das ist nämlich hier die obere Belüftung. Kann man die mal zumachen, dann seht ihr, jetzt ist auch komplett zu. Ich glaube, sieht man gar nichts mehr, genau. Und dann machen wir es nochmal auf. So, jetzt seht ihr es wieder, genau. Also da kommt auch einiges hier an Luft rein. Hier hinten auch mit dem Alpine Stars Logo nochmal drin. Wirklich, der Helm fühlt sich richtig edel an. Also da bekommt ihr auf jeden Fall für 999 € was richtig, richtig Schönes. Da können wir hier hinten nochmal in den Spoiler reinschauen. Da haben wir auch hier so einen Luftauslass noch. Ja, also könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr Fan von sowas seid. Ich sage euch jetzt gleich auch nochmal mein Feedback zur Anprobe dann. Aber es sieht so schön aus. Also er sieht einfach edel aus. Das hier, muss man sagen, ist bei Suomi nochmal ein bisschen schöner gemacht.
Das ist hier ja so wie so eine Art Netz oder so. Das sieht jetzt vielleicht nicht ganz so toll aus, aber sonst allein diese Optik hier drin. Ja, ich wiederhole mich jetzt gerade, aber vielleicht fühlt ihr gerade mit mir, sieht so cool aus. Dann hier oben haben wir noch dieses Gummiteil für die Nase. Das kann man auf jeden Fall auch abnehmen, wenn man möchte. Ja, sonst ist auf jeden Fall so die Optik hier vom Helm. Schauen wir hier unten noch mal ganz kurz rein. Da zeige ich euch nämlich noch mal das FIM-Label. So, das ist hier versteckt. Ich glaube, man kann es ganz gut jetzt erkennen, oder? Genau, das ist hier das FIM-Label. Dann der Helm hat natürlich ganz normal Doppel-D-Ring-Verschluss. Jetzt hängen hier noch die Zettel dran. Ich hoffe, ihr könnt es trotzdem einigermaßen gut erkennen. Ich mache den mal kurz auf hier. Moment. So, genau, also hier ganz normal Doppel-D-Ring. Und natürlich auch hier das Emergency System, damit ihr die Innenschale von der Außenschale trennen könnt. Das ist natürlich auch wichtig, falls ihr irgendwie bewusstlos seid und die Marshals auf der Rennstrecke euch den Helm irgendwie abnehmen müssen. Dann könnt ihr hier unten die 2 Hebel betätigen und im Prinzip die Außenschale von der Innenschale trennen. So, hier unten, das ist vielleicht auch mal ganz kurz interessant, hier beim Kinn habt ihr noch so diesen Abweiser und dann kann man eben, glaube ich, sogar noch das hier mit hier rein tun. Ich halte das jetzt einfach mal hin. Das würde dann so in der Art wahrscheinlich ausschauen. Genau, das wäre auf jeden Fall möglich. Aber ich hoffe, ihr habt es gesehen. Wenn nicht, tue es euch hier nochmal so hinhalten. Genau, ich glaube, ich war vielleicht ein bisschen zu weit drüben. So, dann kommen wir auf jeden Fall jetzt noch zur Anprobe vom Helm. Ich sage euch jetzt auch gleich noch das Feedback, was ich hier von der Innenschale finde. Oh, Leute, das ist jetzt hier Größe M. Das ist ein bisschen locker für mich, weil ich normalerweise so Größe S habe. Aber boah, das ist wirklich brutal. Das fühlt sich so schön an. Das ist so weich, auch hier oben. Man merkt einfach, dass es richtig weich einfach alles anliegt. Also es ist sehr, sehr angenehm. So, ich mache jetzt mal das Visier zu. Dann drehe ich mich mal 360 Grad, damit ihr den Helm nochmal von allen Richtungen gesehen habt. So, Visier ist zu. Ich sage euch wirklich, das fühlt sich so angenehm an. Also gerade an den Backen, weil das einfach so soft ist. Richtig, richtig cool. So, der Helm von hinten. Den hier nochmal von der anderen Seite. Könnt ihr hier auch nochmal von oben sehen. Dann zum Sichtfeld muss ich sagen, ist auch top. Also wenn ich das Visier hier ganz nach oben klappe, sehe ich das fast gar nicht. Hier das hier oben sehe ich noch ein bisschen, ganz leicht aber nur. Sonst sehe ich gar nichts. Also auch in Schräglage, wenn ich jetzt wäre, habe ich hier oben auf jeden Fall nichts im Weg. Also auch ein richtig, richtig geiles Sichtfeld. Also wie gesagt, ich kann nur sagen, dass der so soft sich anfühlt. Zur Größe, ich habe den S schon mal probiert, der ist auch wirklich top. Aber jetzt hier auch das M, klar, ihr seht, es ist jetzt ein bisschen locker. Aber es fühlt sich so angenehm an den Backen an. Also wenn ihr die Chance habt, mal einen Alpinestars zu probieren, probiert das auf jeden Fall. So, die Helmschale ist auf jeden Fall nicht für jeden was. Das heißt, ja, ihr müsst wirklich für euch den richtigen Helm finden. Die Helminnenschale, wir haben hier Kunden gehabt, bei denen passt es top. Wir haben auch Kunden gehabt, bei denen passt es nicht so richtig. Aber probiert ihn auf jeden Fall mal an, falls ihr die Möglichkeit habt. Wenn ihr hier in der Nähe seid, könnt ihr natürlich auch gerne vorbeikommen. Wir haben die normalerweise immer in allen Größen da. Die sind aktuell aber auch noch sehr, sehr beliebt. Das heißt, manchmal ist immer eine Größe ausverkauft. Ja, vorher anrufen, falls ihr irgendwie vorbeikommen wollt. Da könnt ihr hier den auf jeden Fall gerne noch mal probieren. Wenn ihr da Interesse habt, macht es einfach mal oder geht zu dem Laden bei euch um die Ecke. Schaut ihn euch mal an, weil der ist wirklich, wirklich schön und auch von innen. Wie gesagt, gerade hier, ich wiederhole mich jetzt hier zum 10. Mal, aber das hat mich echt erstaunt, dass es hier so angenehm ist und auch wirklich so eine schöne Verarbeitung habt. Ja, schreibt auf jeden Fall mal gerne eure Meinung zum Helm in die Kommentare. Ich würde sagen, ihr kriegt jetzt noch ein paar Cinematic-Clips vom Helm. Das heißt, ich zeige ihn euch jetzt gleich noch mal ein bisschen im Detail und dann war es das auch mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Unbedingt in die Kommentare schreiben, welchen Helm wir als nächstes machen sollen und eure Meinung, wie gesagt, hier zu dem Helm unbedingt in die Kommentare. Mich würde es wirklich interessieren. Danke fürs Zuschauen und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.